Wir sind wieder da für euch und zwar diesmal mit einer ganz besonderen Box. Und zwar mit der Elden Ring Premium Collectors Edition. Metascore 98. Es soll eines der besten Spiele aller Zeiten werden und wir haben richtig Bock drauf. Und falls euch doch das Video gefallen sollte, lasst uns doch ein Abo, einen Kommentar oder ein Like da. Das würde uns freuen und es hilft uns, nach oben zu kommen. Dann würde ich sagen, let's go! So, ihr seht's, das sieht schon mal sehr geil aus. Ich freue mich voll. Allein die Box hier, die wird dann zum Schluss aufgemacht. Oh, was ist das? Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal alles aus. Die Box ist ziemlich vollgepackt. Es sind mehrere Teile drin. Ja. Wir haben beschlossen, mit dem hier anzufangen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so ein Push-Ding ist zum Schutz, aber es sieht mal verpackt aus. Wow. Es ist der Stand. Ich glaube tatsächlich, dass das hier das schwerste Teil ist. Ich tue jetzt erstmal den Stand auf Seite so ein bisschen, dass wir Platz haben für den Helm. Ich bin gespannt. Also entweder ist das der Helm oder die Figur, ich weiß es nicht. Ich denke der Helm, oder? Was meint ihr? Was Kleines, ja. Okay. Ich weiß aber nicht, was das ist. Hol erstmal alles aus dieser großen Box raus Okay. und dann gucken wir uns das nach und nach an. Einmal die Box. Die Box selber sieht extremst geil aus, Wow. also wirklich. Voll schön. Und hinten steht noch ein schöner Spruch. Leserstimme? I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring, oh Elden Ring, shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look up in the sky. It burns. Ich kriege immer mehr Reiz, das Spiel zu Ich spielen. hab was im Bock drauf. So, aber wie funktioniert die Box? Ich weiß wie. Und man muss es tatsächlich so aufmachen. Wow. Das ist so geil. Ich weiß noch nicht, ich habe sie noch nicht gesehen. Oh, Aber allein die Box ist halt schon mega. krass. Oh, mega. Die hält einfach die Klinge in der Hand. Ja, Die ist einfach Full Metal Alchemist mit dem Arm. ja, natürlich. Kann man den auch bewegen? Boah, ich glaube nicht. Nee. Nee. Aber es sieht aus, als hätte es Gelenke. Aber ich Ja. traue mich da jetzt ehrlich gesagt Nee. nicht. Nee, das bewegen wir mal Nee, nicht. das bewegen wir mal nicht. Ja, Ah, aber die ist richtig schön. mega. Doch, Voll. doch. Und die ist ja auch, glaube ich, auch ein Boss in Elden Ring. Und ich glaube, ich habe am wenigsten Bock, gegen die zu kämpfen. Boah, das ist aber echt, also Richtig wirklich. Also es sieht irgendwie ganz anders aus wie auf dem Foto. Viel edler, finde ich. Das finde ich auch. Oder Ja. was meint ihr? Also Ja. richtig genial. Aber so im Vergleich zu den Bildern ist das in echt tatsächlich viel hochwertiger, als wie es auf den Bildern aussieht. Ja. Ich kriege immer mehr Reiz, dieses Spiel zu spielen. Yeah. Puh, wir sind gespannt. Oh ja. Ich würde sagen, du tust dir gleich mal dorthin, wo sie hingehört. Okay. Weiter? Ja. Ich würde sagen, machen wir mit dem hier weiter. Okay. Das hier sieht schon echt sehr edel aus. Extrem nice. Ich erinnere mich an ein altes Buch. Voll, gell? Au, das kann man aufklappen. Oh. So. Einmal hier. Schön zu sehen. The Art of Elden Ring. Vorne drauf, ganz klar, mit Godric, dem The Lord of all that is golden. I command thee. Was haben wir noch so drin? Mach's ruhig auf. Das sind, glaube ich, Karten. Ich weiß das aufzumachen. Ja, bei solchen Packs habe ich auch voll Angst, das aufzumachen. Ich mache das immer mit beiden Händen, dass da ja nichts reißt. Weil normalerweise reißt es dann hier ein oder hier an der Lasche. Deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig. Aha, geschafft. Richtig schön, ich liebe Sticker. So, Doch, sehr nice. So. Gerade diese 3 Sachen sind doch schon sehr interessant. Okay, wir haben hier eine Postkarte von Stormvale Castle. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das da noch nicht durch. Ne? Wir haben hier beide Network-Tests gespielt. Wir haben es da noch nicht reingeschafft. Das sind sehr schöne atmosphärische Artworks. Tatsächlich. Das ist ziemlich nice. Glossy Paper. Sick. Okay, und das hier ist tatsächlich auch noch was.
frage mich so, was es mit dem auf sich hat, weil es wird ja so viel über den gezeigt und auch hier sieht man es auch, seine Axt ist zerbrochen, weil das war eine doppelköpfige Axt, das sieht man hier auch. Und ich will so wissen, was mit dem passiert ist, weil im Trailer ist ja ein volles Monster geworden. So, und dann machen wir jetzt noch das schöne Artbook hier auf. Das muss einfach sein. Oh, ich bin so aufgeregt. Meine Hände shaken die ganze Zeit. Ja, du hast halt genauso Bock aufs Game wie ich. Ja, voll. Oh, das sieht schon echt gut aus. Mega. Wow. So, sehr, sehr schönes Artbook. Ja. Feiere ich sehr. Ich würde sagen, wir machen weiter. Oh ja. Kommen wir zu den letzten Items, aber mit dem Steelbook. Das sieht übrigens sehr, sehr edel Es aus. funkelt so schön. Ich liebe, wenn etwas glitzert. Es hat so ein matt schwarz. Das ist mega. Wobei das Logo dann richtig schön leuchtet. Mhm. Oh, sowas liebe ich ja. Ja, das finde ich auch geil. Das gab es ja auch in den alten Spielen von Dark Souls. Solche schönen, wie sagt man dazu? Ich weiß gar nicht, so. Aufnähteile, Aufbügelnähteile. Ja, genau. Ja, Genau. eindeutig. Ja. Natürlich das Spiel. Oh ja. Oh ja, Oh ja. oh ja, Oh ja. oh ja. Okay. So, und das letzte ist der digitale Code. Ach, das ist einfach nur so ein Lappen. Ja, das das ist- Ich will das Ganze hier rausholen. Das ist tatsächlich nur das kleine Kärtchen mit einem Code hinten drauf, den man dann im PlayStation Store eingibt und dann kriegst du das Ding digital. Cool. Doch, Cool. sehr schön. Schick. Ah, hier einmal, wenn wir das Ganze nochmal schön drehen, sieht man, dass das der Helm ist. Das Ding ist größer als die Collectors Edition. Wir haben einmal hier das Zertifikat mit der Nummerierung, welches wir erhalten haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch mal die Rückseite an. Da zeigt man tatsächlich, wie man das aufbaut. Ja. Und anscheinend brauchen wir noch einen Schraubendreher. Laut Anleitung brauchen wir einen Schraubenzieher. Schustern wir das mal zusammen. Da ist guter China-Geruch dabei, ey. Chemie! Oh, krass. Ich hab grad echt Gänsehaut gekriegt. Ja. Voll geil. Das ist natürlich wieder so ein Reiz für mich, das aufzusetzen. Soll ich das kurz so hinheben? Zu Du dir. könntest den echt aufsetzen. Weiter runter. Weil das ist so. Achso, Alter. hab Angst vor mir. Fürchterlich. Geschafft. Okay. Ich weiß nicht, so Collectors Editions machen wir irgendwie Stress. Ja. Der Helm sieht ultra geil aus. Also er ist wirklich unglaublich. Ja. Absolut. Der Stand ist extrem high quality, der Helm selber, man merkt wirklich an der Qualität, das Ding ist nicht einfach billig gemacht worden. Ja, vor allem finde ich es auch cool, dass die auch wirklich einen Schraubendreher mit reingemacht haben. Genau. Macht nicht jeder, finde ich top. Ja, das Einzige, was ich jetzt gerade tatsächlich an dem Helm anmerken muss, ist es relativ schwer, die Flügel dran zu machen, weil da sind zwei Schrauben, die man ungefähr gleichzeitig reindrehen muss. Und da muss man darauf achten, dass die Flügel im richtigen Winkel sind. Und die Schrauben lassen sich sehr, sehr leicht durchdrehen. Also es sind sehr günstige Schrauben. Aber ja, es hat jetzt geklappt. Und man muss auch ein bisschen mit Kraft muss man schon reindrehen. So ein bisschen mit den Fingern geht das nicht. Ach ja, aber solange es hebt, ist es gut. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mega happy. Also wirklich. Ich war ja ultra nervös, was den Helm angeht. Ich war auch ultra nervös, ob das Ding überhaupt ankommt. Oder ob wir eine Absage kriegen. Ja, also ich meine, wir haben 260 für diese Collectors Edition gezahlt und wir haben direkt bei Bandai bestellt gehabt, gerade als der Announcement-Trailer kam, sofort auf die Bandai-Seite. Die hat ultra gehangen, aber wir haben richtig Glück gehabt, dass wir noch eine bekommen haben. Ich bin richtig, richtig gehypt auf das Spiel und ich bin richtig, richtig happy mit dieser Edition. Der Name ist Programm, die ist tatsächlich Premium. Na, also für den Preis ist das eine abnormal gute Collectors Edition. Ja. Mega. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nichts zu bemängeln.
Nee, tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich, wie gesagt, zu bemängeln habe, sind die kleinen Schrauben. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Für 260 so eine Collectors Edition mit so einem Helm, mit so einer Figur und dem ganzen Zeug, was dabei ist, Ja. das kriegst du sonst nicht. Was meint ihr? Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Punkt, wo ihr sagt, das geht gar nicht. Was wir natürlich wissen, ist immer schwierig, an die ranzukommen. Es ist immer ärgerlich, wenn man zuerst eine Zusage hat und dann einfach keine mehr bekommt, hatten wir auch schon. Das ist sehr frustrierend. Ja, das ist sehr frustrierend. Habt ihr euch die Premium Collectors Edition geholt? Oder die normale Collectors? Oder habt ihr einfach gesagt, euch reicht die Launch Edition? Oder einfach nur digital. Oder einfach nur digital? Ich meine, dann könntet ihr direkt ab 0 Uhr zocken. Ne? Deswegen sind wir mal gespannt, was ihr so schreibt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich. Was hat das jetzt? Und ich würde sagen, man sieht sich das nächste Mal. Ja, oder in den Zwischenlanden. Ich muss jetzt ausbauen. Bis zum nächsten Mal zusammen. Ciao, ihr Süßen.